In diesem Video geht es um die Zuschauerfragen Trading-Journal und Portfolioanalyse in TradingView. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß. Oh, hallo zusammen. Da sind wir wieder beieinander bei Börse und Co. Mein Name ist Andreas und heute geht's um die Portfolioanalyse und um ein Trading-Journal. Und da ist gerade frisch was rausgekommen, eben in TradingView, und das wollte ich euch nicht lange vorenthalten, weil ich finde ich finde das ein super Tool. Mir gefällt das. Gehen wir mal rein. Auf der Startseite geht ihr einfach auf Produkte. Und jetzt gehen wir mal hier runter und dann haben wir hier Portfolios und da klicken wir einfach mal drauf. So, ihr seht jetzt, ja, bei mir, ich habe da schon mal testweise was angelegt. Da werde ich euch nachher dann noch was zeigen. Ihr seht erstmal, ihr habt dreierlei Möglichkeiten, Portfolios hier aufzustellen. Ja, ihr könnt eine CSV-Datei importieren, zum Beispiel, wenn ihr ein bestehendes Portfolio habt, bei irgendeinem Broker. Bei vielen kann man da das exportieren als CSV und dann kann man das hier reinladen. Ihr könnt einfach eine Watchlist nehmen. Ja, anwählen, dann die Watchlist aussuchen und dann wird die euch als Portfolio angezeigt oder manuell erstellen. Und genau das werden wir jetzt mal durchexerzieren. Wir klicken da einmal mal drauf. Ja, da steht jetzt, können wir hier oben den Namen eingeben. Lassen wir einfach mal so. Wir können eingeben, in welche Währung das geführt werden soll. Ja, jetzt sagen wir mal, na komm, machen wir nicht immer alles in US-Dollar, machen wir heute mal, pardon, machen wir heute mal Euro. Ja, dann zahlen wir ja auch damit. So, risikofreier Zinssatz, also sprich, wenn zum Beispiel das Brokerkonto einen Zinssatz hinterlegt hat, dann kann ich den hier eintragen. Ja, wenn ich halt nichts habe, dann trage ich 0 ein. Ja, egal. So, und dann die Benchmark. Sehen wir SPX, Nasdaq, US 2000. Da gehen wir doch einfach mal hin, nehmen wir Indizes und dann sagen wir doch einfach mal, oh, nehmen wir einen DAX. Ja, den gibt es in den USA nicht. Hier haben wir einen. So, DAX. Und jetzt könnte ich hier noch irgendwelche Bemerkungen, wenn ich mehrere Portfolios oder so anlege, ja, oder Trading-Journale, dann kann ich die benennen. Ich kann da irgendwelche Bemerkungen, welches Depot zum Beispiel das es wäre, etc. Nach eurem Gutdünken. So, dann sagen wir erstellen. Und jetzt sehen wir, ja, da ist jetzt erstmal nichts drin. Jetzt kann ich dieses Portfolio aufbauen, indem dass ich sage, Transaktionen hinzufügen. Und jeweils, wenn ich einen Trade mache, ja, dann gehe ich einfach hin, dann sage ich Transaktion hinzufügen. Ich habe einen Kauf getätigt. Ja, was habe ich denn gekauft? Ja, dann gehen wir doch einfach mal auf Aktien. Nehmen wir aus Deutschland. Ja, und dann sagen wir mal, ja komm, wir haben Rheinmetall gekauft. Haben wir heute Stückpreis. Ja, komm, sagen wir mal, wir haben 10 gekauft. Jetzt kann ich einen Kommentar zum Beispiel. Und genau deshalb sage ich, ihr könnt das Ding wunderbar auch als ein Trading-Journal nehmen. Ja? Ihr könnt jetzt hier eure Gedanken. Warum habe ich diesen Trade gemacht? Warum habe ich Rheinmetall gekauft? Was waren die wichtigen Erkenntnisse? Was waren die 5 Punkte meiner Analyse, die da dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, ja, die werden steigen und deshalb habe ich sie gekauft. Denn bei einem Trading-Journal ist es wichtig, dass ich einfach die Dinge mir notiere, was habe ich getan, auch was habe ich dabei gefühlt, war ich positiv gestimmt oder war ich leicht unruhig, also war ich vielleicht etwas unsicher. Wobei ich immer sage, wenn man etwas unsicher ist, dann sollte man einen Handel nicht durchführen, sondern ihn lieber bleiben lassen. Die Börse bietet genug Chancen. Ja? So, das heißt, ihr müsst hier die für euch wichtigen Dinge kurz und knapp notieren. Ja, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr entweder hier speichern und mehr hinzufügen, also wenn ihr mehrere Käufe heute getätigt habt, oder wenn es nur der eine war, dann macht ihr einfach speichern. So, dann dauert das ein bisschen. So, und jetzt seht ihr, der Portfoliowert, sehen wir hier Cash.
minus 18.000. Wir hätten zuerst mal vielleicht hingehen sollen, und das können wir hier oben auch, einzahlen, ne? Weil wir haben ja beim Broker, bevor wir anfangen zu handeln, ja, dann haben wir ja da auch. Also komm, dann sagen wir haben 50.000 eingezahlt. Könnte ich hier wieder die Bemerkung machen, ja. Und wo kam das Geld her? Schwarzgeld oder sonst was? Nein, war Spaß, um Gottes Willen. Das ist ja. Und wenn er das macht, dann soll er es vielleicht nicht auch noch reinschreiben. Also. Ah ja, ihr wisst schon, ja, wenn ihr hier irgendwas kommentieren wollt, dann macht's einfach. So, ja, und jetzt sehen wir. Also, wir hatten 50.000, hatten wir eingezahlt. Wo die 180 herkommen, weiß ich nicht. Die haben wir vielleicht als Bonus geschenkt bekommen, egal. Auf alle Fälle haben wir dann den Kauf getätigt, ja. Und jetzt hat der Portfoliowert sind immer noch 50.000, aber Cash sind nur noch 31.000, klar. Oh, und so kann ich das eins nach dem anderen machen. Ja, ich kann also hier einen Trade hinzufügen. Ich kann auch hier Transaktionen importieren, zum Beispiel eben die Datei von meinem Broker. Ja, ich kann Dividenden zusätzlich hinzufügen. Ich kann entnahmen und ich kann auch Steuern und Gebühren quasi hinterlegen. Wie genau das ist, das dürft ihr mich jetzt nicht fragen. Soweit bin ich noch nicht durchgedrungen. Ja. So, und dann habe ich natürlich, wenn ich jetzt hier auf die Transaktionen gehe, ja, dann habe ich hier, seht ihr, das Feld der Anmerkungen. So, und das kann ich auch jederzeit Transaktion bearbeiten, kann ich hier wieder anfangen zu schreiben, abändern, wenn ich irgendeinen Fehler gemacht hätte oder ich will halt noch was dazu schreiben. Ich kann diese Datei exportieren oder importieren, ja, und dann haben wir hier eine Analysefunktion. So, und weil jetzt eben hier, sagen wir mal, die Reiter sind und ich wollte euch da jetzt nicht ewig rumhocken lassen, bis ich die ganzen Sachen da mal so probeweise eingegeben habe, bin ich hingegangen und habe einfach noch schon mal ein anderes Portfolio angelegt. Dann werde ich das mal öffnen. So, ich habe da jetzt einfach ein paar Assets auf die Schnelle einfach reingeschmissen. 2 Kryptos, bisschen Gold und ein paar Aktien, damit ihr da, sagen wir, einfach noch ein paar Dinge mehr sehen könnt. Ihr könnt auch in Zukunft mehr Dinge sehen, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt, unseren Kanal abonniert, in unsere Kommentare schreibt und wenn ihr sonstige Fragen habt, unten einfach mein Calendly-Link, einfach mal ein Gespräch ausmachen. Wisst schon, Trading-Schule. Ich freue mich drüber, wenn ihr diese Tätigkeiten für uns macht und uns helft. Und in diesem Sinne geht es auch schon wieder weiter. So, also, hier sehen wir jetzt mal, wir bleiben jetzt mal bei dem Reiter Übersichten. Jetzt gehen wir das einfach mal durch. Also, wir haben hier den Wert und die Performance, ja. Und wenn wir jetzt die Performance abbilden, ja, wir sehen jetzt hier, da ist der SPX, der war quasi hinterlegt. Ja, beim anderen hatte ich den DAX hinterlegt, hier ist es jetzt der SPX. Ja, und da sehe ich, okay, was hat mein Portfolio im Vergleich zum SPX gemacht, ja. Das ist jetzt kein echtes Portfolio, wie gesagt, aber das wäre da jetzt gleich in den Assets, weil die Funktion hier gibt es ja jetzt erst, ich glaube, seit 2 oder 4 Wochen in TradingView. Ich weiß gar nicht. Ich habe es durch Zufall, wirklich vor 2 oder 3 Tagen habe ich es durch Zufall gesehen und habe gesagt, da muss ich doch jetzt mal machen. Und habe das ausprobiert und muss sagen, toll. Ich kann also hingehen, ja, und kann dann schauen, 3 Monate, 6 Monate, seit Jahresbeginn, ein Jahr, Allzeit, etc. Ne? So, dann sehe ich die täglichen Gewinner und Verlierer, ja, also was hat am besten performt, was am schlechtesten. Ich sehe meine Portfolioaufteilung, ja. Da kann ich jetzt zum Beispiel gucken, wo ist wie viel Kapital anteilig verteilt. Wie ist die Aufteilung der Assetklassen, ja, Aktien, Krypto, Rohstoffe. Ja. Dann kann ich schauen, wie sieht es mit den Sektoren aus, ja, vor allem natürlich, wenn ich in den Aktien unterwegs bin. Da sehe ich sie dann auch. Ja. Kann ich zum Beispiel auch schneller feststellen, wenn ich ein Klumpenrisiko habe. Ich habe vielleicht 5 Aktien, ja, hängen aber alle aus dem gleichen Sektor raus. Das ist ja ein Klumpenrisiko. Ja. Das würde ich dann hier, sei mal, sehr schnell rein optisch sehen, weil halt eine Farbe explizit wesentlich größer wäre wie die anderen. Ja. Hier haben wir das jetzt
Da steht kein Sektor, ja, das ist das Gold und Bitcoin und Ethereum, ja, weil die nicht zu den Aktien gehören, nicht zu den Sektoren. Dann kann ich hier umschalten auf Währung. So, ja, seht ihr, das ist jetzt dieses Portfolio, alles in US-Dollar. Gehen wir weiter. Anstehende Earnings, ja, wenn irgendwelche Earnings kommen würden, ja, dann würden wir die hier aufgezeigt bekommen. Auch sehr wichtig, gerade in meinem eigenen Portfolio von Werten, wo ich drin liegen habe. Ja. Ich gehe eigentlich größtenteils hin. Ich kaufe wieder vor Earnings und meistens vor den Earnings stoße ich die Assets ab. Ich sage meistens, nicht immer, ja, da spielt dann schon viel eben technischer und fundamentaler Natur mit für diese Entscheidung. Aber nicht selten bin ich in meinen Trades wieder draußen. Ja, also bin mehr so, sagen wir mal, der kurzfristige, mittelfristige Anleger. Ein paar Tage bis ein paar Wochen. Dann sehe ich nämlich am schnellsten die Dinge, die Ergebnisse und kann auch die Fundamentalanalyse ziemlich schnell durchführen. Dann anstehende Dividenden, ja, da sehen wir jetzt, da habe ich zufällig welche ausgewählt, wo Dividenden anstehen. Ja, man sieht dann, okay, wann ist es, wann ist der Zahlungstermin, ja, die Dividendenrendite, ja, etc. Und dann alle Nachrichten, die mein Portfolio betreffen. Auch das ist ja was ganz Feines, wenn ich einfach nur die Nachrichten angezeigt bekomme, die wirklich, sagen wir mal, die Dinge betreffen, die ich in meinem Depot habe. So, also, wie gesagt, gefällt mir außerordentlich gut. Jetzt hatten wir hier die Übersicht, dann gehen wir weiter, gehen wir in die Bestände rein. Ja? So, und dann sehen wir, da können wir einfach Position, da sehen wir dann so einen groben Überblick. Ich kann mir auch die Sachen anzeigen lassen, die verkauft wurden. Ja, haben wir ja gesehen, bei Transaktionen hinzufügen kann ich auch hier Verkauf anwählen. Aber klar, ich kaufe ja nicht nur ein, ich verkaufe ja auch. Was ich hier angezeigt bekomme, so, ich kann zum einen mal hier diese Spalten. Ja, da kann ich natürlich so viel wie ich möchte quasi aktivieren. Aus Versehen da auf die falsche Taste gekommen. So, machen wir es nochmal. Nein. So, ja, und dann habe ich das alles in Übersicht. Oder aber man geht einfach hin und man sagt, naja, komm, ich will eigentlich will ich das, sag ich mal, so wenig oder ich sag mal überschaubar einfach. Ja? So, machen wir mal letzter Preis, Durchschnittspreis, brauchen wir nicht, investieren nicht. Unrealisierter Gewinn ist okay und das in Prozent ist auch okay. Gesamtdividende schmeißen wir raus. Analysierte. Oh, ja, dann haben wir eigentlich so das Wichtigste, ja, wo ich dann so drüber schauen kann. Also, das müsst ihr dann entscheiden, was ist euch wichtig. Ich kann aber jetzt dann auch hier hingehen. Ja, ich kann zum Beispiel gruppieren und ich kann sagen, gruppieren nach Währung. So, jetzt haben wir hier alles in US-Dollar, also das ist nicht wirklich eine Gruppierung. Gehen wir mal nach Symbol und jetzt sieht es schon anders aus. Ja? Jetzt haben wir hier Commodity, Rohstoffe, Kryptos, Fonds und hier die Aktien. Ja, haben wir ganz klar aufgegliedert, brauche ich nicht rumsuchen. Ich kann hingehen, ich kann nach Sektor wird's wieder. Ja, wissen wir, haben wir vorhin auch gesehen, Sektoren bezüglich der Aktien. So, dann habe ich hier Einzelhandel, Finanzwesen, Gesundheits, ja, und jetzt kann ich natürlich die Sektoren separat analysieren. Auch da werde ich mal demnächst ein Video machen, wie man einfach nach Sektoren mal so ganz grob screenen kann. Oh, und dann kann ich die Dinge durchgehen. Ja, kann gucken, welcher Sektor hat wie performt. Will ich da irgendwo was zukaufen, abstoßen oder dergleichen? Ich kann hingehen und kann auch noch nach Börsen sortieren. Ja, sehen wir, okay, das ist NYSE, Nasdaq, Coinbase, Capital.com oder eben keine.
Probiert's aus. Was haben wir noch? Dann natürlich ja ganz normal. Wir können die Preisdaten uns genauer anzeigen lassen. Ja, da haben wir dann Volumen, Durchschnittsvolumen, Marktkapitalisierung drin. Die Finanzdaten, Gewinn je Aktie, Beta, Dividende, Ertrag, Umsatz, die Performance, ganz einfach, ja, man sieht wirklich einen schönen Überblick eigentlich sofort. Ja, der eine mag ja mehr sein, mal so den Chart, also das Grafische, der andere mag lieber sein, mal die Zahlen. Und ich sage mal so, rot und grüne Zahlen, ja, in der Reihe, auch das kann schon einen sehr schnellen, einfachen Überblick über ein Asset geben und ein erstes leichtes Gefühl. Also ich schaue beides gerne an. Ja, ich habe diese Ansicht genauso gerne wie jetzt zum Beispiel auch den Chart. Dann, wie sind wir im Risiko aufgestellt? Und zu guter Letzt die technischen Daten, ja, Analysten-Ratings, das technische Rating, also die Auswertung von verschiedenen technischen Indikatoren, RSI, MOM, CCI. Als nächsten Punkt haben wir die Transaktion. Und da haben wir vorhin schon mal reingeschaut. Da sehen wir die Handelsgeschäfte, was passiert ist, was wir getan haben. Hier sehen wir die Cash-Bewegung, also die Einzahlungen. Da, wenn Dividenden gekommen wären, gehen wir wieder zurück auf die Handelsgeschäfte. Und ihr seht, überall ja, hat man die Möglichkeit zu importieren, also Daten reinzulesen oder sie auszugeben. Dann gehen wir auf Analyse. Was haben wir denn hier? Da haben wir die Profitabilität im Monat. Der eine Balken ist quasi das eigene Portfolio, der andere ist das, was ich als Vergleichswert nehme. Ja, ich hatte jetzt in dem schnellen Portfolio, wo wir gerade am Anfang gemacht hatten, da hatte ich ja den DAX ausgewählt. Hier ist es jetzt der SPX. So, das müsst ihr natürlich, ob ihr überhaupt da irgendwas als Vergleich haben wollt, als Benchmark, sage ich mal. Ne? Man will ja immer, ich sage mal, Mindestziel ist den Markt schlagen oder beziehungsweise dann, um wie viel schlage ich den Markt so. Es macht ja aber keinen Sinn, zum Beispiel jetzt den SPX zu nehmen, wenn ich zum Beispiel ausschließlich Aktien aus dem DAX handeln würde. Ja? Dann würde ich mich schon am DAX orientieren. So, dann haben wir, ja, hier sehen wir dann auch eben bezogen auf die Jahreszahlen. Wir haben die Profit-Entwicklung, auch wieder in unterschiedlichen Timeframes. Wir sehen eine Bewertung, ja, in Sachen Risiko des Portfolios. No, da seht ihr das, was ich auf die Schnelle mal rausgepickt habe. Ist jetzt nicht ganz risikolos, ne? Und hier haben wir dann die sogenannte Bestandsleistung. Ja, da sehen wir dann, welches Asset hat den meisten Zugewinn gemacht, ja, und welches Asset hat für den größten Verlust gesorgt. Kann ich mir separat anzeigen lassen, Gewinner, Verlierer, Dividenden, ja, oder einfach alle zusammen. So, wie gesagt, ich finde, ist wirklich ein super kleines Hilfstool, weil ich zum einen mein eigenes Portfolio, vor allem wenn ich zum Beispiel mehrere Portfolios habe, ja, kann ich das wirklich mir hier reinbauen in eine Sicht, eine schnelle Übersicht und so weiter. Finde ich sehr, sehr charmant, gefällt mir gut. Und der zweite Punkt, ja, ich habe euch ja im letzten Video gezeigt, wie man Snapshots zum Beispiel macht, ja, wie man Trade simuliert, eben in TradingView. So, und dann sage ich, wenn ich hier quasi das Trading-Journal führe, ja, weil ich hier die Transaktionen einfüge, weil ich hingehe und eben auch die Bemerkungen reinmache, ja, warum habe ich den Trade gemacht, was hat mich dazu veranlasst, wie viel Risiko bin ich eingegangen, wie war meine Positionsgröße, wieso habe ich die so gewählt, etc. So, und dann gibt das Ganze ein stimmiges Bild. Ja, ich habe alles dokumentiert. Ich kann dadurch schon, weil ich es dokumentiere, verinnerlicht es sich wesentlich besser, eben im Unterbewusstsein, in den Gedankengängen. Und ich kann natürlich dann auch nach einer gewissen Zeit auch eine Analyse nach hinten vollziehen und kann auch schauen, was war jetzt in der Vergangenheit, was waren die prägnanten Punkte. Ja? Habe ich irgendwo einschneidende Erlebnisse gehabt, wo ich ordentlich eins auf die Mütze bekommen habe oder wo es überproportional gut lief, an was lag's, ja, so rückblickend. Und das, sage ich mal, kann ich hier mit diesem Tool plus, sage ich mal, dann noch den Snapshots aus dem Chart direkt heraus, habe ich eigentlich alles beieinander, was ich brauche. Und das ohne irgendwelche zusätzlichen Kosten ist klasse. Ich habe hier, wie ihr seht, ja, geht das Ding
auch hin und haut einem immer wieder irgendwelche Portfolio-Tipps raus. Die bin ich jetzt noch nicht durchgegangen. Probiert's aus. Ihr seht ja dann, wie was ist. Die Grundfunktionen etc., die kennt ihr alle. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht in diesem Sinne. Wie immer am Schluss, ihr wisst, alles, was ihr seht, was ihr hört, was wir sagen, etc., sind rein subjektiv unsere Meinungen. Sie dienen nicht irgendeiner Anlageempfehlung oder einer Beratung oder der Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendwelcher Assets, Gegenstände oder sonstigem. Alles, was ihr tut, seid ihr selbst dafür verantwortlich. Ja, tut's einfach. Ja, also wir können für nichts. Ihr seid selber schuld, wenn was. Ganz deutlich gesagt. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.